Ist diese Aktie jetzt nach dem Crash kaufenswert? Nike ist um 20% eingestürzt und der Kurs ist wirklich implodiert, nachdem die letzten Jahre und Monate sowieso schon sehr, sehr schlecht liefen für Nike. Ja, das Unternehmen wurde schon 1964 gegründet und ist in den Bereichen Sportbekleidung, natürlich Schuhe und Sportausrüstung tätig. Ja, bekannte Marken sind sowas wie Nike natürlich selber, Jordan oder Converse. Wir schauen uns mal heute mal an, ob der Absturz gerechtfertigt ist, was die Gründe sind, wie die letzten Earnings überhaupt waren und schauen dann noch auf den Chart, ob sich jetzt aktuell ein Einstieg vielleicht aufdrängt oder ob man hier bei dem Air Force Hersteller lieber die Finger weglassen sollte. Ja, wir starten jetzt direkt mal rein hier mit den letzten Earnings. Das waren die Q4 Earnings von Nike und wir sehen, dass die ersten Umsatz, also der Umsatz war mal hier 2% rückläufig year over year, also schon mal ein gesunkener Umsatz. Die Earnings per Share konnten aber übertroffen werden, die Erwartungen. Also von dem her eher ein gemischteres Bild, aber noch in Ordnung. Dann sind teilweise hier sogar einzelne Segmente gestiegen. Zum Beispiel in China konnten die Umsätze 7% gesteigert werden. Das ist zum Beispiel mal ein gutes Beispiel. Auch der Gross Profit, der konnte hier um 1% gesteigert werden, also auch relativ gut. Außerdem konnte man die Inventare, also was man eben noch in den ganzen Geschäften rumliegen hatte auch ganz gut senken und zwar um 11%. Also das sieht eigentlich auch gut aus. Grundsätzlich jetzt eigentlich mal ein solides Ergebnis. Man konnte auch hier sehr, sehr viel Geld auch an die Aktionäre zurückbringen, hier im vierten Quartal. Aber das große Problem bei Nike ist jetzt eigentlich hier der Ausblick. Also die Zahlen an sich waren okay, die waren jetzt nicht wirklich gut, aber an sich in Ordnung. Und der Ausblick ist jetzt der Grund, warum die Aktie 20% gefallen ist. Und zwar hat das Management gesagt, dass der Ausblick sich hier in naher Zukunft beziehungsweise das Geschäft sich deutlich abschwächen soll. Und man erwartet jetzt hier ein deutlich schwächeres Wachstum für das Jahr 2025 und vor allem aber für das erste Halbjahr 2025. Und das liegt hauptsächlich an den ganzen Unsicherheiten in im chinesischen Markt. Ja. Und man projiziert jetzt eben, dass für das Fiskaljahr 2025 die Umsätze um circa Mid-Single Digits sinken sollen. Also so um 5%. Also es ist wirklich extremer Umsatzeinbruch dann hier über das ganze Jahr. Und alleine aber im ersten Halbjahr von 2025 soll man High Single Digits Umsatzrückgänge verzeichnen. Also sowas von 7 bis 10%. Also wirklich schon sehr starker Einbruch. Von dem her auf jeden Fall nicht schön zu sehen. Und man hat auch einfach Probleme in China, nachdem man jetzt auch mehr sich auf dieses Direct-to-Consumer und so weiter fokussieren wollte. Das geht jetzt so ein bisschen nach hinten los und hat weniger auf Retail gesetzt. Und da stoßen jetzt eben auch Marken rein wie On, die dann da auch einfach mehr eigenen Marktanteil, den Nike mal hatte, abgreifen können. Ja, wir schauen jetzt einfach mal hier in diese Performance beziehungsweise in die ganze Bewertung von Nike rein, wie die im Moment aussieht. Und wir sehen jetzt hier, dass Nike natürlich hier der Athletic Footwear, also typische Bekleidungskonzern ist mit 107 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, also wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen. Wenn man sich hier mal die ganzen Scores anschaut, sehen die Scores eigentlich relativ gut aus. Dividendenertrag 7 von 10, Wachstum sogar 8 von 10, Gewinnwachstum 6 von 10. Wenn wir in den Qualitätscheck reinschauen, dann sehen wir, dass der Free Cashflow relativ gut gestiegen ist. Der ist zwar schon etwas zyklisch immer gewesen, aber ist mit dem Gewinn schön angewachsen. Grundsätzlich ist die Payout Ratio für die Dividende auch in Ordnung. Die ist immer so zwischen 30 und 40%. Die Dividende konnte auch immer gut gesteigert werden. Also von dem her auf jeden Fall in Ordnung. Natürlich die Prognose, die sieht jetzt hier noch in Ordnung aus, aber hier ist halt eben auch schon dieser 2025-Dip auf jeden Fall mit drinnen im Vergleich zu jetzt. Ja, die operativen Margen und die Nettomargen, die waren auch deutlich schwankend, sollen aber tatsächlich hier in Zukunft weiter ansteigen. Und generell konnte der Umsatz ja eigentlich über die letzten Jahre hinweg immer gut gesteigert werden. Und jetzt soll das halt eben wirklich flat bis leicht rückläufig sein im nächsten Jahr. Ja, schauen wir hier mal den Verschuldungsgrad an. Der liegt so bei 62%.
Ja, jetzt kein besonders guter Goodwill hier in der Bilanz, also auch in Ordnung. Ja, Aktienrückkäufe konnte man ja auch immer eigentlich relativ gut machen. Seit 2000 sind die wirklich extrem stark runtergegangen, also wirklich schöne Entwicklung eigentlich. Und man hat ja auch ein großes Aktienrückkaufprogramm weiterhin, was man betreiben möchte. Also da erwarte ich dann eigentlich auch, dass die Aktien weiter zurückgekauft werden. Aber von dem her eigentlich schön zu sehen, dass man hier auch was zurückgibt an die Aktionäre. Wenn wir uns hier mal die fairen Wert anschauen, sehen wir, dass wir wirklich deutlich unter dem fairen Wert jetzt im Moment uns befinden. Der Fair Value bereinigt wäre im Moment bei 112 US-Dollar und wir sind jetzt eben hier bei 75 US-Dollar. Wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen hier die nächsten Jahre beziehungsweise von 2024, also wir würden jetzt kaufen und gehen hier nach dem simulierten Aktienkauf bis 2027, sehen wir, dass wir aufs Jahr gerechnet eine Rendite hätten von 20%, also wirklich sehr, sehr gut, 20% pro Jahr, wenn wir jetzt hier kaufen würden nach diesem Bewertungsmodell. Also die Aktie auf jeden Fall hiernach definitiv unterbewertet nach dem bereinigten Gewinn. Schauen wir uns mal die historischen Multiples an und da sehen wir auch, ja, sowohl KGV bereinigt als auch bilanziert bzw. KCV, sogar auch KUV. Da ist die Aktie überall im 10-Jahres-Vergleich deutlich niedriger und auf jeden Fall ebenfalls unterbewertet. Aber da stecken jetzt eben halt auch noch nicht wirklich die letzten oder beziehungsweise die erwarteten Ergebnisse drinnen. Das darf man natürlich nicht vergessen. So, hier sehen wir mal das Sankey mit dem Gewinnfluss, die wichtigsten Bereiche, also hier Footwear ist natürlich klar, das Schuhsegment ist am wichtigsten, danach kommt Apparel und dann kommen noch so ein paar kleinere Ergebnisse. Ja, die meisten Ausgaben sind hier Vertrieb, Marketing und Sonstiges. Hier sehen wir mal schön die Umsatzaufschlüsselung, auf welche Segmente sich das bezieht. Und man macht hier seine meisten Umsätze in Nordamerika natürlich und hat hier auch eine relativ hohe Marge, aber die ist sogar weniger hoch wie in Asien. Also vor allem in Asien und China hat man die höchsten Margen hier. Und das ist natürlich zusätzlich, trifft es dann Nike nochmal sehr hart, wenn es da Probleme gibt. Völlig klar. Ja, wenn wir hier die Dividendenrendite ansehen, machen wir mal hier schnell den 5-Jahres-Korridor an, dann sehen wir, dass wir wirklich eine deutlich höhere Dividendenrendite haben wie in den letzten 5 Jahren. Also von dem her auch wirklich historisch sehr, sehr schön, dass man hier dass man die Aktie von Nike zu so einer hohen Dividendenrendite einkaufen könnte. Wenn wir den 10-Jahres-Korridor anmachen, sehen wir das Gleiche. Also das sieht wirklich gut aus. Man erwartet hier auch, dass die Dividende weiter gesteigert werden kann und wird. Ja, jetzt gucken wir uns gleich mal die Aktienchart an und dann schauen wir, ob sich ein Einstieg lohnt. Aber davor möchte ich noch erwähnen, dass Finanzen Net Zero im Moment eine Aktion laufen hat, mit der man bis zu 75 Euro Startguthaben bekommt. Da kannst du mal bei mir in die Beschreibung des Videos schauen oder auf den ersten angepinnten Kommentar. Und mit diesem Link und dem Promocode EM2024 kannst du hier bis zu 75 Euro Startguthaben erhalten. Also eigentlich eine coole Aktion, die Finanzenet hier macht. Ist vielleicht für jemanden interessant, der noch ein zusätzliches Depot braucht oder noch keins hat. Aber jetzt schauen wir uns schon den Chart von Nike an. Und hier sind wir schon, wenn wir uns langfristig mal hier auf Nike einfach konzentrieren und über die letzten Jahre von 2000 bis jetzt schauen, dann sehen wir eigentlich, dass Nike lange in einem wirklich guten Channel eigentlich lief, also in einem wirklich hübschen Trendkanal, der aber eigentlich, ja, jetzt zuletzt, so seit 2023, hier mal unterboten wurde. Jetzt haben wir uns natürlich dynamisch hier nach unten entwickelt und haben auf jeden Fall die Trendgeschwindigkeit verlassen. Und das ist natürlich schon mal ein erstes Warnzeichen, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass der Trend so weiterläuft wie in der Vergangenheit. Aber jetzt gucken wir mal hier auf Monatsbasis. Ich habe jetzt hier mal dieses langfristige Fibonacci Retracement angelegt und wir sehen schon, dass wir erstens mal die wichtige Unterstützung hier oben schon lange verloren haben bei 105 US-Dollar. Die zweitwichtigste war definitiv hier unten in der Z2, in der beigen Zone, rund ums 78,6er Fibonacci Retracement. Auch da sind wir jetzt schon drunter mit dem letzten Kurssturz, der ja wirklich hier brutal ist und auch unter wirklich sehr, sehr hohem Volumen jetzt hier war. Sieht natürlich sehr schlecht aus für Nike. Also wir haben eigentlich die zwei wichtigsten Unterstützungen bereits verloren. Von dem her sieht es eigentlich wirklich nicht gut aus.
Man darf auch nicht vergessen, hier sind noch eins, 2, 3 Gaps offen, die natürlich auch nochmal als Widerstand, wenn man hier versucht, nach oben zu kommen, dienen. Von dem her sieht es echt schlecht aus. Auch hier sind wirklich dicke Widerstände oben noch drinnen. Also da muss wirklich eine richtig starke Stabilisierung und eine Bodenbildung her. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken jetzt mal, wo ist die wichtigste Zone. Und die ist definitiv hier aus den Highs von 2015 und hier dieser kleinen Korrektur 2018, beziehungsweise natürlich hier diese Schlusskurse von 2020. Das wäre jetzt so der nächste Zielbereich, meiner Meinung nach. Und da müsste die Aktie sogar noch ein bisschen fallen oder beziehungsweise hätte noch ein bisschen Luft. Ja, von so 5 bis 10% könnte die Aktie noch zurücksetzen. Aber ja, das ist eigentlich auch dann der Last Stand. Also das ist so die letzte wirklich gute Unterstützung. Dann kommen nur noch hier unten diese ganz kleinen Dinge. Also sobald die Aktie hier unter 60 US-Dollar fällt, ist der langfristige Trend gebrochen und dann würde die Aktie auch, wenn ich sie im Depot hätte, bei mir aus dem Aktienportfolio rausfliegen. Aber im Moment ist hier noch alles in Ordnung. Klar, wir korrigieren hier wirklich tief und es ist absolut ungesund für den Trend. Deswegen ist es alles hier nicht mehr schön. Aber grundsätzlich könnte sich die Aktie hier unten auch noch stabilisieren. Aber für mich jetzt im Moment ehrlich gesagt kein Kauf. Da würde ich auf jeden Fall hier eine Stabilisierung abwarten. Also wir sehen auch, da wurde noch so eine brutale Lücke hier nochmal aufgerissen. Und da muss hier unten halt erst wirklich eine richtig starke Bodenbildung stattfinden. Also irgendwie hier lange seitwärts laufen, vielleicht nochmal nach unten dippen, so in dem Rahmen, dann nach oben arbeiten. So, und dann halt nach oben raus. Ja, also wirklich hier mehrere Wochen, die sich die Aktie jetzt hier stabilisieren muss. Also auf jeden Fall im Moment absolut uninteressant. Und mit dem schwachen Ausblick ist natürlich auch dieser Kurzabsturz relativ gerechtfertigt. Ist natürlich wirklich hart, wenn man da jetzt im Moment investiert ist. Stellt sich natürlich die Frage, ob man da jetzt verkaufen sollte. Das muss jeder für sich selber wissen. Grundsätzlich ist der langfristige Trend noch intakt. Also für mich jetzt eigentlich in dem Moment als Langfristinvest noch kein Grund dazu, die Aktie zu verkaufen. Vor allem, wir haben hier nur noch also ein Abwärtspotenzial von 20%. Also die Aktie könnte maximal noch 20% fallen. Von dem her, ja, auch jetzt begrenztes Kursverlust, Risiko. Im Moment haben wir hier einen Dividendenyield von 1,5%. Und das große Problem, was ich irgendwie ein bisschen bei Nike sehe, ja, wir haben hier einen KGV von 25, also die Aktie ist immer noch so extrem hoch bewertet für diese vermeintlich hohe Qualität, die die Aktie halt hat oder haben sollte oder hatte. Das ist halt auch einer der Gründe, warum die Aktie wirklich so stark abgestraft wurde in den letzten Wochen und Monaten. Das letzte Alltime-High war ja wirklich im November 2021. Das ist 3 Jahre her. Seitdem macht die Aktie eigentlich nur Kursverluste. Also sehr, sehr schade natürlich für Aktionäre hier. Ja, lasst mich mal wissen, was ist denn eure Meinung im Moment zu der Aktie? Würdet ihr da vielleicht einsteigen? Seht ihr das eher kritisch? Habt ihr die Aktie vielleicht schon? Haltet die weiter im Depot? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo für meinen Kanal da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.